Ihr wünscht euch Vergleichsvideos, ihr bekommt Vergleichsvideos. Heute in dem allerersten Vergleich zweier Fahrzeuge in einem Togo-Video zeigen wir euch die Unterschiede zwischen dem Road Cruiser B auf dieser Seite und dem Kontrahenten Road Cruiser ohne B auf dieser Seite. Zwei Autos, beide 6,36 lang, beide Längsbetten, aber im Detail dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Und wo die Unterschiede sind, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und damit wir uns das besser angucken können, parke ich die Autos jetzt mal so, wie wir sie gebrauchen können, damit wir schön hin und her springen können. Und dann messen, gucken und schauen wir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Immer schön mit einer Hand lenken. Das hat mir schon mein Fahrlehrer gesagt, dass ich das nicht machen soll. Beide Fahrzeuge, die wir hier stehen haben, sind Citroën Jumper als Basisfahrzeug. In beiden Fällen mit 165 PS, in beiden Fällen mit dem Maxi-Chassis drunter. Und wie ihr euch das angucken könnt, von außen seht ihr eigentlich keinen Unterschied. Beide haben das Fenster in der Schiebetür, in dem Fall in beiden Fällen sogar das vorgehängte Fenster. Und beide haben hinten im Bettbereich Fenster seitlich. Unterschied ist aber, das ist eine Option bei beiden Fahrzeugen, dass ihr das Fahrzeug sowohl mit Fenstern hinten drin haben könnt, also in der Hecktür, oder auch ohne Fenster. Einer hat hier keine Fenster, der andere hat Fenster, das sehen wir aber gleich von innen ganz genau. Die Farben, die ihr seht, wir haben hier auf der rechten Seite in der roten Ecke den Pössl Road Cruiser. Das ist die Farbe Profondo Rot, das ist eine Metallic-Farbe, und auf der linken Seite oder auf eurer rechten Seite der Road Cruiser B steht hier in Golden White Metallic. Beide Fahrzeuge haben die originalen Citroën Alufelgen, das sind die 16 Zoll Maxi Alufelgen, und auch wenn wir das immer wieder sagen, ganz wichtig, wenn ihr 636er Fahrzeuge euch bestellt, achtet drauf, dass ihr das Maxi Chassis mit habt, damit die Achslasten, die Bremsleistung und alles, was dazu gehört, zueinander passt. Und wir schauen jetzt mal in die Fahrzeuge rein und gucken, wo drin die Unterschiede sind. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Road Cruiser B. Wir fangen heute mit den ganz offensichtlichen Dingen an. Und zwar sind die Sitzgruppen absolut identisch. Wir haben in beiden Fahrzeugen eine normale Zweiersitzbank mit zwei Dreipunktgurten. Wir haben hier vorne den Tisch, in dem Fall in beiden Fahrzeugen den Alternativtisch, das heißt den rausklappbaren Tisch hier in der gesamten Länge, der auch in den Maßen absolut identisch ist. In seiner größten Ausprägung haben wir hier knapp 1,21,5 und in der Tiefe knapp 55 cm. Und dieser Alternativtisch, also die untere Hälfte, ist natürlich eine gleichbleibende Option. Das wird auch im Modelljahr 21 wahrscheinlich so bleiben. Das müsst ihr separat bestellen. Was seit diesem Modelljahr schön gelöst ist in beiden Fahrzeugen, ist, dass hier das ein bisschen weggeschnitten ist. Und dadurch hat man einfach bei gedrehten Sitzen einen komfortableren Durchstieg nach hinten. So wie der hier steht, so steht auch der normale Road Cruiser drüben, haben wir das Holzdekor in dem Basic. Das ist dieses Calver Apfel, so wie das bei Pössl schon seit ein paar Jahren verbaut wird. Aber da es immer noch einen sehr großen Fankreis hat und viele Leute sagen, das ist eine echt gemütliche, tolle Variante, wird das auch im nächsten Modelljahr so zur Verfügung stehen. Fangen wir mit den Basics an. Was ja bei solchen Vergleichen, denke ich, immer ganz interessant ist, ist auch, wo liegen wir preislich. Bei Pössl ist das relativ einfach zusammengefasst. Wir haben hier in dem Road Cruiser B, in dem wir sind, einen Grundpreis mit 165 PS auf Citroën von 42.999 €. Nehmen wir den normalen Road Cruiser, gleiche Grundausstattung, haben wir einen Grundpreis von 43.999 €. Das heißt, vereinfacht gesprochen, habe ich ein Fahrzeug mit Raumbad, kostet das bei Pössl relativ zuverlässig 1.000 € mehr als ohne Raumbad. Alle anderen Optionen, sowohl fahrwerksseitig als auch Pössl-seitig, sind exakt die gleichen. Das heißt, ich kann überall genau das gleiche bestellen. Sind also keine riesengroßen Unterschiede. Ich denke, die Nasszelle und die Raumaufteilung entscheidet ihr wirklich nach Gefallen.
Ebenfalls interessant für einen Vergleich ist sicherlich auch immer, was die Fahrzeuge wiegen. Und zwar wiegt der Road Cruiser in seiner Basisvariante Masse fahrbereiten Zustand 2970 Kilo. Der Road Cruiser B wiegt 2970 Kilo. Das heißt, wir haben zumindest laut Prospekt 1:1 dasselbe Gewicht. Ich bin gespannt, ob wir noch Unterschiede zwischen beiden Fahrzeugen finden. Aber der erste, und zwar ist das ein wirklich großer Unterschied, den seht ihr eigentlich hier. Wir können, obwohl Chris auf dem Bett sitzt, könnt ihr mich sehen. Wir haben nämlich das hier frei. Beim Road Cruiser B steht, glaube ich, für Badezimmertür, also feste Badezimmertür, ist der Kühlschrank unten angeordnet, ist ein Kompressorkühlschrank und ich habe in der Küche einfach hier eine sehr große Arbeitsfläche zusätzlich, die für mich nochmal in einer super rückenschonenden Position ist. Und das ist im Road Cruiser ohne B anders. Und da gehen wir jetzt direkt mal kurz rüber und schauen uns das an. Jetzt mache ich uns auch mal ein bisschen Licht an. Und zwar haben wir hier im Road Cruiser, in dem herkömmlichen Road Cruiser, wie es ihn schon immer gab, bis hierhin den gleichen Küchenblock, aber dann den Kühlschrank hochgesetzt. Kühlschrank hochgesetzt heißt, ich habe den Kühlschrank hier richtig toll auf Augenhöhe. Es ist in dem Fall sogar der gleiche Kühlschrank in beiden Fahrzeugen. Es ist ein Kompressorkühlschrank von Tedford mit einer Nachtabsenkung, mit einer Schlaffunktion. Also eine richtig gute Lösung, die da ist. Und dadurch, dass ich den Kühlschrank hier hochgesetzt habe, habe ich darunter den Kleiderschrank zusätzlich gewonnen. Das heißt, im Prinzip ist eine der Unterscheidungen zwischen Road Cruiser und Road Cruiser B, dass ihr mehr Stauraum gegen mehr Raumgefühl und mehr Arbeitsfläche eintauscht. Der Küchenblock vorne, wie gesagt, ist bei beiden Fahrzeugen exakt gleich. Das heißt, ihr habt eine schöne Spüle vorne mit dabei, den ganz klassischen Pössl Zweiflammenkocher, Modelljahr 20 mit dem Zünder, Besteckschublade und die zwei großen Schubladen darunter. Bei beiden Fahrzeugen, auch bei dem drüben mit dem flachen Kühlschrank, habt ihr trotzdem die klappbare Arbeitsfläche hier, dass man neben dem Kocher noch ein bisschen was abstellen kann. Wenn ich den Kühlschrank hier nach oben setze, das Auto macht ja übertrieben eine Biegung nach innen, rutscht der ganze Kühlschrank nach innen. Dadurch wird es theoretisch etwas enger hier in dem Bereich. Um diese Enge wieder Ausgleich zu schaffen, baut Pössl das Raumbad mit ein. Raumbad heißt bei Pössl im Prinzip immer, dass ihr Lamellentüren habt, und zwar zwei. Eine, die machen wir jetzt noch mal kurz zu, hier vorne, um den Sichtbereich abzuschließen. Die rollt hier auf so einer Schnecke ein. Und eine zweite, die hier auf der anderen Seite um mich rum schiebt. Das hat einfach den Vorteil, dass ich, wenn der Kühlschrank rüberkommt, ich insgesamt die Nasszelle brauche weniger Platz in dem Augenblick, wo ich sie nicht benutze. Und wenn ich sie benutze, baue ich sie mir hier quasi im Gang auf. Und da, wo ich jetzt stehe, wird geduscht. Und dadurch habe ich dann eine richtige Dusche, gefühlt auch mit echten Wänden, weil ich einfach 3 Seiten mit den Lamellentüren schließe und nur die 4. Seite zur Toilette hin nochmal sichere. Und so, ich meine, ihr müsst immer mein Gewicht und meine Abmessung, jetzt habe ich noch dicke Klamotten an, in Einklang bringen und ich stehe noch auf dem Einlegeboden. Ich habe hier eine Dusche, in der ich mich richtig bewegen kann. Theoretisch würde hier sogar noch eine zweite Person mit reinpassen. Will man vielleicht nicht und der Wasserdruck reicht auch nicht. Aber technisch gehen würde das auf jeden Fall. Und auch auf der Toilette sitze ich hier relativ komfortabel. Und zwar kann ich mich hier draufsetzen und habe absolute Beinfreiheit. Kann mein Buch lesen, kann die Zeitung lesen. Das ist aber zum Beispiel auch einer der Punkte, der viele Leute hier wieder stört. Und deswegen gehen wir gleich mal rüber. Weil hier ist es einfach so, wenn ich auf Klo bin, kann keiner an den Kühlschrank. Ich kann zwar vom Klo mir ein frisches Bier holen, aber ich kann auf keinen Fall, kann jemand anders den Salat schneiden. Und das ist so ein bisschen, da muss man sich einfach entscheiden für mehr Lebensraum oder für eine klarere Trennung vorne, hinten. So sitze ich im Road Cruiser B auf Klo. Auch großzügig, passt für mich auch wunderbar. Also ich habe auch hier echt viel Beinfreiheit. Ich glaube, das, was hier halt wirklich nicht ganz so schön ist wie drüben, ist, wenn ich regelmäßig dusche. Als Notdusche, dicke ausreichend, alles gut. Ich habe hier unten die große Duschwanne mit drin. Ich habe den umlaufenden Duschvorhang, aber ich habe eben einen umlaufenden Duschvorhang. Und damit habe ich diesen
sehr anschmiegsamen Effekt, wie so ein kuscheliges Tier, was so einmal, wenn ich mich dusche, sich anschmiegt. Aber die wenigsten Leute duschen tatsächlich im Auto. Und das, was ich dafür hier gefühlt mehr habe, ist, dass ich ja einen Hauch mehr Privatsphäre habe, weil ich einfach eine Tür zumache und die Tür hinter mir zumache. Die Lamellentüren im Bad des Road Cruisers mit dem Raumbad sind halt eher ein Sichtschutz als ein weiterer Schutz. Der zweite Vorteil ist, wenn du hier einmal im Flur kurz auf dem Boden filmst, dass wir natürlich nicht die Duschwanne im Gang haben. Damit sind wir letztendlich ohne die sogenannte Stolperkante unterwegs. Und ich habe einen ebenen Durchgang von vorne nach hinten. Gerade wenn irgendwie große Hunde mit dabei sind, die sich irgendwo in Gang legen sollen, könnte das ein Argument sein, was euch hilft, euch zwischen dem einen oder anderen Fahrzeug zu entscheiden. Hier in der Nasszelle des Road Cruiser B habe ich oberhalb der Toilette einen schönen Stauraum, der damit reinpasst. Habe hier das große Waschbecken. Ich habe bei beiden Fahrzeugen das Fenster in der Nasszelle. Das heißt, ich kann meinen Duschschlauch wunderbar nehmen und den hier nach draußen rausziehen. Habe, wenn ich das Fenster habe, immer ein Verdunklungsrollo als Sichtschutz und alternativ eben auch ein Fliegengitter mit dabei. Und habe beim Road Cruiser B hier oben noch die offene Ablage und hier auch die Beleuchtung. Kleiner weiterer Unterschied ist, hier ist eine Dachhaube. Die habe ich im normalen Road Cruiser nicht, weil einfach die Lamellentüren vom Bad anders laufen. In beiden Fahrzeugen haben wir die gleiche Karosserievariante. Das heißt, wir haben im vorderen Bereich natürlich die gleiche Stehhöhe. Das ist hier beim Road Cruiser B 1,89. Das wird drüben das gleiche sein. Unterscheiden tun sie sich in der Stehhöhe in der Nasszelle natürlich schon. Und zwar haben wir hier einmal, wie machen wir das am besten? Ich mache mich mal klein, dann müsste das ja gehen. Wenn der Zwischenboden auf der Duschwanne drauf liegt, habe ich hier, Sekunde, 1,77 knapp an Höhe. Und wenn ich das Brett von der Duschwanne runternehme, dann habe ich 1,88 von der Höhe. Das heißt, ich stehe ja wenig aufrecht direkt vorm Klo, aber wenn das Brett drin liegt, dann ist das mit der Stehhöhe hier ein bisschen knapper. Und jetzt gucken wir uns vergleichend an, wie das drüben im normalen Road Cruiser gelöst ist. In dem normalen Road Cruiser mit dem Raumbad habe ich hier natürlich mehr Stehhöhe, vor allem in dem Augenblick, wo ich die Dusche nicht verwende. Wenn ich in der Dusche stehe, habe ich 1,87 in der Duschehöhe. Im Alltag habe ich hier den normalen Boden noch mit drin, das habe ich eben nachgemessen, sind 2 cm, das heißt wir haben 1,85 Stehhöhe. Das heißt, da merke ich das schon deutlich. Und jetzt passiert gerade was ich ganz besonders liebe, wenn es um Camping geht. Es ist warm und es ist so ein schöner Sommerregen und das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, sich ins Bett zu legen und sich das gemütlich zu machen. Und das machen wir jetzt und als netten Nebeneffekt nehmen wir da hinten im Bett nochmal die Maße und gucken, ob es da Unterschiede gibt, weil ich gar nicht sicher bin. Ich glaube, die Betten sind sogar relativ ähnlich. Lerne ich in dem heutigen Video auch noch mal was dazu. Ich weiß nicht, ob man das im Video hören kann, aber hier prasselt der Regen durchaus schön aufs Dach. Weil es dann doch drückend warm geworden ist und ganz so schön, wie ich eben gedacht habe, ist es dann doch nicht, haben wir mal die Fenster aufgemacht und da seht ihr auch gleich einen großen Vorteil, der passiert, wenn ihr zum Beispiel nicht das Schiebefenster hier hinten habt, sondern ein Fenster zum Aufstellen. Ich kann, obwohl es draußen doll regnet, das Fenster aufmachen, weil das ja immer wie so eine Art Mini-Markise mitarbeitet und ich so auch bei Regen mich vernünftig belüften kann. Bei im Prinzip allen Road Cruiser Modellen haben wir hier vorne die Trittstufen, wo man komfortabel einsteigen kann. Die sind natürlich zu beladen, die könnt ihr natürlich auch rausnehmen. Und ihr habt immer unter den Betten links und rechts Lattenroste. Hier in der Mitte, wo ich jetzt drauf sitze, ist einfach ein normales Brett. Es gibt immer eine längere und eine kürzere Seite, dachte ich, zumindest bis eben. Auf den ersten Blick sieht das hier so aus, als wenn das genau die gleiche Länge ist. Das werden wir jetzt aber mal testen. Und zwar haben wir hier wir sind jetzt im normalen Road Cruiser, haben wir auf dieser Seite 1,94 und auf dieser Seite 1,96. Also 2 cm Unterschied sind da doch, aber zumindest kein riesengroßer Unterschied. In der Breite können wir es ja auch noch mal messen, auch wenn es zum Schlafen da gar nicht so unbedingt für gedacht ist, haben wir hier 1,94,2. Das ist aber quasi an dieser Stelle gemessen.
Das heißt, ihr müsst natürlich im Rest des Bettenbereiches den Fensterrahmen mit abziehen, der ja hier auch noch mit drin ist. Ganz praktisch hat Pössl hier an der Seite noch die Organizer mit drin. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass in fast allen oder zumindest in allen Modellen der D-Line diese Spots in den LED oder in den Lichtleisten mit drin ist. Und es gibt für diese Lichtleisten zum Beispiel auch USB-Adapter und so kann sich das jeder, wer mehr Lampen will, klickt einfach noch 2 Lampen zusätzlich rein. Wer einen USB-Adapter braucht, klickt den mit rein. Bei diesem Road Cruiser haben wir hier unter dem Fußende einen großen Stauraum. Da hängt jetzt auch eine Kleiderstange drin, damit wir das im Katalog als Kleiderschrank durchgehen lassen können. Ich glaube, das ist eher ein großer Stauraum, weil von der Hängehöhe so tief ist es am Ende des Tages nicht. Hier zur Kleiderstange haben wir knapp 56 als Höhe. Das dürfte für die meisten Klamotten zum Aufhängen nicht reichen. Aber ein praktischer Stauraum ist es und ich komme vor allem von innen toll mit ran. Einmal den Rundumblick bitte schweifen lassen. Wir haben in diesem Fahrzeug die Fenster in den Hecktüren dazu genommen. Das heißt, wir haben hier einfach den Rundumblick, wenn wir irgendwo am Meer stehen. Das ist eine tolle Geschichte und man könnte jetzt natürlich auch noch besser lüften, als wir das ohne die Fenster können. Für viele Leute ist aber auch ein echtes Argument, die Fenster wegzulassen. In dem Augenblick, wo du kein Fenster in der Hecktür hast, kannst du einfach dir das Kissen in den Nacken legen, vernünftig lesen und dir das gemütlich machen. Hier ist es ja, wenn abends keiner reingucken soll, habe ich mein Verdunklungsrollo, lehne ich mich mit meinem Kopfkissen hier an, ist das natürlich dementsprechend ein bisschen unpraktischer. Das könnt ihr euch von Auto zu Auto umschauen oder selber auswählen. Und damit ihr ein Gefühl bekommt, wie das aussieht, wenn hinten keine Fenster sind, hüpfen wir jetzt rüber in den Road Cruiser B, nehmen da die Bettenmaße und gucken, wie die Hecktüren ohne Fenster aussehen. Im Road Cruiser B haben wir hier hinten, wie gesagt, keine Fenster. Das heißt, ihr habt hier eine feste Wand, nehme ich also hier mein Kissen und lehne mich an. Da habe ich natürlich einfach eine feste Wand, die ich da viel besser benutzen kann. Und da Pössl immer so einen Ausschnitt in der Matratze hat, wenn ich Panoramablick will, greife ich da rein und kann die Tür hier auch öffnen und kann damit dann das Meer wunderbar sehen. Jetzt regnet es, deswegen lassen wir es mal zu. Ich habe natürlich auch, wenn hinten keine Fenster sind, den Vorteil, dass die Bettlänge etwas größer wird, weil ich einfach keinen Rahmen habe, der aufträgt. Heißt im Klartext, dass wir hier 1,97 auf dieser Seite Bettlänge haben. Und hier sehe ich das schon auf den ersten Blick, das dürfte eine ganze Ecke weniger auf dieser Seite sein. 1,84. Ist ja meistens auch so, dass einer von beiden kleiner ist als der andere. Aber auf jeden Fall ist es hier auf der Beifahrerseite deutlich kürzer als auf der Fahrerseite. Nein, andersrum. Auf der Fahrerseite deutlich kürzer als auf der Beifahrerseite. Wir haben aber natürlich auch beim Road Cruiser B die zusätzlichen Stauräume. Einmal hier auf der Fahrerseite und bei diesem Fahrzeug auch auf der Beifahrerseite nochmal ein klappbaren Bereich. Das ist hier aber natürlich auch deutlich wichtiger, weil ich den Kühlschrank, den der normale Road Cruiser unterhalb des Kühlschranks hat, den Stauschrank, den der normale Road Cruiser unterhalb des Kühlschranks hat, eben nicht habe. Und damit muss ich mit meinen Klamotten ja irgendwo anders hin. Bei beiden Fahrzeugen bekommt ihr ohne Aufpreis im Serienumfang, das ist übrigens die fleißig arbeitende Werkstatt im Hintergrund, alles für den Kunden. Bei beiden Fahrzeugen bekommt ihr ohne Aufpreis hier ein Brett mitgeliefert und dazu das passende Matratzenteil, dass man aus diesen zwei, sind ja im Prinzip zwei Einzelbetten, aus den zwei Einzelbetten auch ein großes Doppelbett machen kann. Und zum Beispiel, wenn mal ein Kind oder Enkelkind mitkommt, kann ich halt hier im Notfall auch mal zu dritt schlafen oder auch, wenn ich quer schlafen will, quer schlafen. Auch beim Blick von hinten, wenn alle Klappen offen sind, sieht man gleich die Unterschiede. Absolutes Raumgefühl und Großzügigkeit beim Road Cruiser B durch den freien Blick bis zum Beifahrersitz nach vorne versus ein bisschen mehr Privatsphäre, klarere Trennung zwischen den einzelnen Funktionsbereichen. Hier habe ich wirklich Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und drüben habe ich wie so ein großes Loft alles in einem vereint. Hier kann ich die Lamellentür zumachen und wenn hinten jemand schon ins Bett geht, ist es dunkel und ich kann trotzdem bei voller Beleuchtung am Tisch sitzen, ohne zu stören und arbeiten, Fernsehen oder irgendwas in der Richtung. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Kleine Unterschiede gibt es auch im Stauraum, die sind glaube ich nicht entscheidend, aber wenn man irgendwie viel Actionsport oder mal was Längeres hat, dann ist es schon so, dass wir
hier auf dieser Seite beim normalen Road Cruiser eine längere Lademöglichkeit haben. Und zwar ist die 1,86. Auf der kürzeren Seite haben wir hier 1,26 und beim Road Cruiser B, dem gegenüber haben wir ja eben von innen gezeigt, dass vorne noch ein Kleiderschrank dazwischen ist, haben wir hier auf der einen Seite 1,33, dann dürfte das hier ähnlich sein, 1,27. Also hier ist der Raum etwas kompakter. Die Höhe ist bei beiden gleich. Einmal knapp 70 cm und hier unter dem Lattenrost 79 cm. Also in beiden Fällen, glaube ich, ein großer, schöner Stauraum und nur in ganz wenigen Fällen entscheidendes Kriterium für den einen oder anderen. Ja, das ist mal unser erstes Vergleichsvideo. Mich würde interessieren, ob wir sowas in Zukunft öfter machen. Da würde ich euch bitten, einfach kurz in den Kommentaren zu schreiben, ja, bitte unbedingt oder nee, lasst mal bleiben. Wir gucken uns das lieber konzentriert auf ein Fahrzeug an. Es gibt natürlich noch ganz andere Road Cruiser Modelle. Es gibt noch den Road Cruiser Revolution, das gleiche Auto in hoch. Es gibt noch den Road Cruiser XL, den haben wir euch in einem Video schon gezeigt. Und es gibt zur neuen Saison noch den Road Cruiser Evolution. Also Road Cruiser, Road Cruiser, Road Cruiser. Und wir zeigen euch die alle Stück für Stück in den Videos. Dafür immer schön den Kanal abonnieren, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wenn die neuen Videos rauskommen. Und wir werden früher oder später sicher auch nochmal Vergleichsvideos zwischen den verschiedenen Marken machen. Da würde mich zum Beispiel auch brennend interessieren, interessiert euch eher der Vergleich Westfalia Lastrada oder eher zwischen Pössl und Roadcar oder lieber ein Pössl mit einem Lastrada? Gebt uns mal ein bisschen Input, was ihr euch wünscht, und dann müssen wir warten, bis wir die richtigen Autos gleichzeitig auf dem Hof haben, und dann stellen wir mal gleiche Grundrisse nebeneinander und machen mal ganz unterschiedliche Vergleiche, weil in diesem Fall muss ich zugeben, die Unterschiede sind nicht so gewaltig, wie ich am Anfang gedacht habe. Es ist am Ende, glaube ich, vor allem eine Geschmacksfrage. Es gibt keinen preislichen Unterschied, die Bettenmaße sind ähnlich, die Sitzgruppe ist identisch. Eigentlich müsst ihr euch nur entscheiden, will ich ein Raumbad oder will ich eine klassische Nasszelle, will ich großzügigen Blick oder lieber einen Kühlschrank auf Augenhöhe. Und wenn ihr die Fragen für euch entscheiden könnt, wisst ihr, nehme ich einen Road Cruiser B oder einen normalen Road Cruiser. Ich wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Videos. Bis bald, ja, und weiterhin viel Freude.